und dann dort entlang gehen. Oh, da kommt ein Fahrradfahrer, das wird jetzt lustig. Sieht fast so aus, als kann er das so was machen. Oh. Was machen die Schuhe? Hier ist ein Knochen drin. Alter. Und ich sehe auf beiden Seiten eigentlich kein Ende. Hier geht's auch nochmal lang. Digga, wie kommen die Eimer nach hier? In 4 Richtungen geht es hier weiter. Das ist ja schon verdammt viel rausgebrochen. Ne? Ich will das Datum sehen. Guck mal, hier alles voller Knochen. Hier ist alles voll. So, und da haben wir eine Bunkertüre. Wir haben jetzt hier Kreidestriche im Fels gefunden. Seit 50 Jahren war hier ungefähr keiner mehr drin. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer der Lost Historie. Ich bin wieder unterwegs, befinde mich hier aktuell irgendwo in Deutschland. Der liebe Michel ist mit am Start und der liebe Flo ist mit am Start und wir schauen uns heute einen verlassenen Stollen an. Seid gespannt. Wir haben jetzt was ganz Verrücktes vor. Hier vorne sehen wir einen Fluss und da oben soll sich der Eingang befinden. Das heißt, wir müssten quasi jetzt hier komplett entlang gehen und dann irgendwie hier die Felswand hoch und dann dort in den Eingang hinein. Das sind ungefähr so 4-5 Meter, schätze ich jetzt mal. Schauen wir jetzt mal, was das so gibt. Erstes Problem, wir wollten eigentlich hier entlang gehen, auf dem Weg, aber der Weg endet hier quasi. Das heißt, wir müssten jetzt uns irgendwie von der Brücke da hinten runterseilen, dann hier oben lang gehen und uns dann hier wieder runterseilen. So, ich befinde mich auf der Brücke. Wir müssen gucken, dass wir an der Kante irgendwie entlang gehen. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Wir müssen aber gucken, dass wir möglichst hoch gehen, ne? Ja. Weil wenn wir jetzt direkt hier unten an der Kante gehen, ist die Chance ziemlich hoch, dass wir hier abrutschen. Ja. Ne? Sollen wir mal gucken, ob wir hier weiter hoch können, um dann später runter zu gehen? Wir haben hier echt eine Problematik. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir irgendwie auf den Fluss kommen. Wir sind hier auf irgendeiner Treppe, scheint auch verlassen zu sein. Und müssen jetzt schauen, dass wir uns hier irgendwie durchkämpfen. Bleib ich hier mit meinem Rucksack auch noch hängen. Oh, alter Schwede. Lost ist anders, Harry. Digga, wo sind wir hier? Hä? Crazy, crazy, crazy. Sehr crazy. Wir haben hier jetzt einen kleinen Trampelpfad entdeckt und vielleicht kommen wir hier runter ans Wasser. Wir müssen da unten jetzt an der Kante mal gucken, ob die Steine schon begonnen haben. Wir hangeln uns hier den Hang runter. Das heißt, wir können von ab hier laufen. Wir sind jetzt so weit im Busch hinter dem Fluss entlang gegangen, bis wir quasi den Bereich gefunden haben, wo die Steine anfangen am Fluss. Das heißt, wir werden jetzt hier am Fluss runtergehen und dann hier rechts entlang gehen. Oder guck mal nach rechts, ob die dauerhaft sind, die Steine jetzt. Okay. Versuchen uns jetzt hier lang zu kacheln. Hey, pass auf. Alter, das ist so eine gefährliche Nummer jetzt. Okay, mein Schuh ganz Nee. Es wird spannend. Wir sind jetzt gleich vorm Eingang. Wir müssen dann circa 4 bis 5 Meter eine Felswand hoch. Mega krank. Oh, da kommt ein Fahrradfahrer, das wird jetzt lustig. Moin! Alles gut? Muss? Okay, danke. Ey, ich bin auch am Ölen wie Sau, ne? Es ist so heiß. Mit Rucksack, mit allem drum und dran. Ja. Oh, der Kollege ist was schneller als wir. Sieht fast so aus, als kann er das so was machen. Oh. Leute, so geil, ey. Boah, ja, Mann. Leute, das ist Teamwork. Wir stehen jetzt
unmittelbar vor dem Eingang, direkt am Wasser. Dort oben, wo mehrere kleine Steine sind, da müssen wir theoretisch hin. Da ist der Eingang. Ultra gefährlich. Da ist schon hoch. Auf jeden Fall schon Strand. Ey Digga, das ist zu hoch, wa? Pass auf dich auf! Okay, check das jetzt mal da oben ab. Wir haben mittlerweile einen neuen Tag und haben erfahren, dass es sich nicht um einen Stollen handelt, sondern um einen Luftschutzbunker. Wir mussten den ersten Versuch leider abbrechen, weil wir keine Leiter hatten und es wirklich zu gefährlich war, dort oben auf die Felsen hinauf zu klettern. Und demnach wagen wir heute unseren zweiten Versuch. Die Leiter ist am Start, Leute. Hoffen wir mal, dass es beim zweiten Versuch besser klappt. Richtig locker, oder? Ja, der wird noch schlau sein. Können wir probieren. Können wir probieren. Krass. Ja. Wir haben es geschafft. Der zweite Versuch war erfolgreich. Wir befinden uns jetzt aktuell im Luftschutzstollen. Wow. Wie wir sehen, sind hier die ganzen Balken schon heruntergekommen. Ganz viele Steine liegen hier auf dem Boden. Unglaublich. Und hier rechts geht es noch weiter hinein. Wow. Also laut unseren Recherchen soll der Luftschutzbunker wohl mal von polnischen Hilfsarbeitern hier hergestellt worden sein, in den Fels hinein. Hier stehen noch alte Gummistiefel, ey. Und da hinten stehen alle noch so Kisten. Ach, Kisten, Eimer. Und da stehen auch voll viele Bierflaschen. Scheiße, das ist ein verdammt krasses Ding hier. Das ist eigentlich Ey, was machen die Schuhe? Hier ist ein Knochen drin. Ja. Das ist ein Knochen. Hier ist ein Knochen drin. Aber ein richtig großer Knochen. Was ist das für ein Knochen? Das ist mehr als klar. Auf jeden Fall eine geile Nummer. Alter. Ja. Junge. Hab ich mir halt auch gedacht. Also wir befinden uns hier auf jeden Fall in einem Luftschutzbunker beziehungsweise in einem Luftschutzstollen einer hier ansässigen Firma in der Stadt, wo wir uns befinden. Und der wurde wohl 1970 endgültig zugemacht. Es wurde nur ein kleines Loch für die Fledermäuse gelassen und dieses ist wohl über die Zeit einfach größer geworden, wodurch wir jetzt hier den Zugang zu diesem Luftschutzbunker hatten. Alter! Guck dir das mal an. Das hört nicht auf, ne? Es geht jetzt komplett nach geradeaus und nochmal komplett nach links und ich sehe auf beiden Seiten eigentlich kein Ende. Genau, und Alter, da hinten, was soll ich? Fensterstelle nochmal. Nochmal? Ja. Ey, das ist saugeil. Sollen wir erstmal hier links lang gehen? Würde ich auch sagen, dass wir erst links gehen. Die Luftfeuchtigkeit ist heute richtig hoch hier drin, Alter. Die ist den ganzen Dunst. Ja. Hier geht jetzt auch wieder nach links, oder was? Ja, hier ist so ein Schacht, so ein kleiner, denk mal, wo die Leute sich reingesetzt haben. Oder wenigstens die Möglichkeit da war, sich reinzusetzen. Und hier geht's auch nochmal lang. Ja. Digga, wie kommen die Eimer nach hier? Ja, das ist doch so. Die habe ich damals auch gesehen. Was? Ja, aber jetzt siehst du mal, wie lange die Sonnenbrille auch hier schon rumliegt. Guck mal, und hier der Gang von dem zweiten Eingang, der sieht richtig sauber verarbeitet aus dem Stein. Ja. Das sieht richtig nice aus. Und das kann man auf die andere
andere Seite gehen. Dann siehst du mal, wie hoch das von der anderen Seite ist. In 4 Richtungen geht es hier weiter. Ey, hier sind noch Sixpacks, ne? Die sind noch zu. Wie kommen die nach hier? Aachener Sprudelwasser. Was? Ich will das Datum sehen. Ey, weißt du, wie alt die sein müssen? Ich habe auch noch nie ein Sixpack Glaspack gesehen, oder? In den 90ern war das Standard. Ja, und das ist der zweite Eingang hier zu dem Luftschutzbunker und der wäre schon echt heavy gewesen, weil es hier wirklich richtig tief runter geht. Hier links? Genau. Du siehst halt auch in der Detonat, ist ja schon verdammt viel rausgebrochen. Ne? Ja, richtig viel. Guck mal, hier liegt alles voll auf dem Boden. Richtig krank, was hier alles runtergefallen ist. Wie geil ist diese Flasche hier? Ey, hier sind noch Schuhsohlen, wa? So das Gebiss liegt dann da. Jeck. Guck, siehst du, da liegt auch noch mehr. Boah, hier ist auch noch ein Schädel. Guck mal, hier alles voller Knochen. Hier ist alles voll. Alter Schwede. Hier links seid ihr nicht lang gegangen, ne? Da geht's aber weiter, da oben. Ich bin ja jetzt das zweite Mal hier und stand zweimal quasi jetzt hier vor. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der so groß ist, dieser Luftschutzbunker hier. Das ist echt unglaublich. Und man sieht, hier ist kein Graffiti, hier ist kein Vandalismus. Hier stehen ein paar alte Flaschen rum, aber ich schätze, dass die wirklich von früher noch hier stehen. Und ja, in den 70ern ist er hier geschlossen worden. Das heißt, seit 50 Jahren war hier ungefähr keiner mehr drin. Hier haben wir noch Nägel. Überall liegen die Steine hier rum. Es geht weiter geradeaus. Es geht weiter nach links jetzt hier. Hier steht wieder irgendein Eimer rum. Und dadurch, dass hier halt ein paar Eimer stehen und auch Flaschen, beziehungsweise Bierflaschen, gehen wir halt davon aus, dass es irgendwo im Wald hier noch einen Eingang geben kann. So, und da haben wir eine Bunkertüre. Im Gestein. Ja, danach stand da mal was drauf. So, und da ist Ende, ne? Da ist Ende. Und da auch. Ja. Perfekt, um eine Leiche zu verstecken, Alter. Ohne Scheiß. Kannst aber jetzt nichts mehr erkennen, was da drauf steht, oder? Wird das hier wahrscheinlich der Raum dann fürs Personal gewesen sein. Hier mit dieser Bunkertüre. Quasi von den Verantwortlichen. Vielleicht steht hier noch was drauf. Ja, hier steht was drauf. Das kann man lesen. Achtung! Wir haben jetzt hier Kreidestriche im Fels gefunden. Vielleicht hat das damals jemand hier hingeschrieben und seine Tage gezählt. Hier liegt auch wieder ein Schuh rum. Da siehst du richtig, wie die Steine runtergekommen sind. Siehst du das Loch da oben? Und dann liegen unten die ganzen Felsbrocken. Unglaublich. Lol, oder nicht, dass das auch noch eine zweite Bunkertüre ist? Ey, das ist aber eine Platte mit Nägeln, ne? Also, hier waren mal überall Nägel drin, die waren mal irgendwo drüber. Die war fest, definitiv. Aber überall diese selben Eimer, ne? Das sind jetzt bestimmt 10 Stück Tomatenketchup, Inhalt 10 Kilo netto. Von wann ist das? Aus Camp Lindford. Ist halt echt komisch, ne? Dass hier 10 Eimer liegen, die genau gleich sind. Wie kommen die hin? Die schleppt ja keiner durch den Fluss. Wenn wir jetzt gerade ausgehen, kommen wir doch eigentlich wieder zum Ausgang, oder? Guck mal, und hier oben hängt noch eine alte Leitung. Ja, und hier ist sogar noch so eine Abdeckung für die Lampe. Ja. Gehört alles dazu. Und da wieder Schuhsohlen. Was ist das? Plastik.
Konserve. Eine richtig alte Konserve. Leer. Das Keramik, Teller oder irgendwas. Tassen. Manchmal, wenn du Glück hast, hast du auf dem Unterboden noch den Hersteller. Aber irgendwie kein Boden mehr, aber das sieht mir wie eine Tasse aus. Guck, Henkel. Ja. Eine Teekanne war das, glaube ich. Ja. Teekanne. Kannst du hier komplett zusammenfinden wieder, wa? Also vom Aufbau her, so generell, sieht die ein bisschen aus wie die Indiana Jones Mine. Hier ist auch eine Konserve. Eine kleine. Das ist der Bunker der Flaschen und der Fußsohlen. Knochen schon wieder. Alter. Aber das sind halt große Knochen, ne? Das kann jetzt nicht von so einem kleinen Fuchs sein, oder? Nee. So, wir haben jetzt hier noch eine Mauer gefunden. Der Olli war halt schon mal hier, das ist aber schon ein paar Jährchen her. War allerdings alleine hier und über diese Mauer ist er halt nicht gegangen, weil es ein bisschen zu riskant war. Jetzt sind wir zu dritt und jetzt können wir mal schauen, was sich dort hinter der Mauer verbirgt, Leute. Macht aber eigentlich Sinn, wa? Dass das zum ersten Eingang geht. Ja, aber ich wusste es halt wirklich nicht. Ne? Seid ihr sicher? Weil dann hätte man ja von da hinten auch hier links lang gehen können, oder? Theoretisch gesehen schon. Ja, am besten einfach mal einer gucken, ne? Oder alle. Ja, ich gehe mal vor. Ich kann von mir jetzt nicht kommen. Ja, bitte. Wenn es da weitergeht, dann mach ich Bescheid, dann komm ich helfen. Boah, ich finde, ein bisschen ändert sich die Luftfeuchtigkeit hier nochmal. Okay. Nach links geht's nicht. Ja. Und nach rechts. Lol. Alles geht nach rechts. Könnte weitergehen. Hier liegen auch überall wieder die ganzen Balken rum am Boden. Komm. Luftfeuchtigkeit hier, kann ich nicht so weit gucken. Ach, da sind wir glaube ich hier beim Haupteingang. Tatsächlich. Guck. Also, Links, ne? ja. Ja. Geht einmal rum. Ja. Und dann geht's ja wieder zur Außenbahn. Wir gehen jetzt langsam wieder Richtung Ausgang und damit würde ich dieses Video auch an der Stelle gerne beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich riesig über einen Kommentar, ein Abo und ein Like freuen und ich hoffe, dass ihr bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Ciao.